Lassen wir die Geschichte sprechen. Die Vergangenheit als Leitfaden in die Zukunft. Geschichte wird häufig als Mittel zum Verständnis der Vergangenheit und als Mahnung genutzt, sowie vor ihrer Wiederholung gewarnt. In seinem aktuellen Buch zeigt der Sozialphilosoph Roman Krznaric, dass auch Lösungen für aktuelle Probleme und Herausforderungen in der Vergangenheit liegen können. Um vorwärts zu kommen, muss die Menschheit zurückblicken. Dass die Menschheitsgeschichte von Tragödien wie Kriegen, Hunger und Ausbeutung durchsetzt ist, steht außer Frage. Es sollte allerdings auch nicht vergessen werden, dass sich unsere Vorfahren auch immer wieder gegen Ungerechtigkeit gewehrt und Krisen überlebt haben. Geschichte ist auch eine Möglichkeit, unsere Beziehung zur Zukunft neu und hoffnungsvoller zu gestalten. Damit werden sie für uns zu einer Quelle der Anregung, wenn wir uns mit den Schwierigkeiten unserer Zeit auseinandersetzen, schreibt Roman Krznaric in seinem aktuellen Buch 10 Lektionen aus der Geschichte für die drängendsten Fragen unserer Zeit, indem er für langfristiges Denken sowie für eine Tiefendemokratie plädiert und dazu auffordert, aus der Vergangenheit zu lernen und sich von früheren Generationen inspirieren zu lassen, um so eine Vision radikaler Hoffnung für die Zukunft zu schöpfen. Er legt 5 essentielle Praktiken dafür dar: empathisches Denken, politische Imagination, kollektives Handeln, radikale Elternschaft und Hoffnung in der Vergangenheit. Die Welt durch die Brille der Geschichte zu sehen, war in den letzten 30 Jahren der gemeinsame Nenner seiner Forschungsarbeiten und Publikationen. Krznaric bezeichnet sich selbst als Dolmetscher der Vergangenheit, der sich in die Arbeit professioneller Historiker vertieft und sie in Beziehung zu den Krisen des vor uns liegenden Jahrhunderts setzt. Er wuchs in Sydney und Hongkong auf und studierte an den Universitäten Oxford, London und Essex, wo er in politischer Soziologie promovierte. Er ist bekannter TED-Talker und Mitglied der Denkfabrik Club of Rome. Seine Bücher wurden in mehr als 25 Sprachen übersetzt. Ob wir gute Vorfahren sind, ist für ihn die wichtigste Frage der Gegenwart. Verstehen wir uns aus Vorfahr, sind wir in der Lage, aus der Zukunft auf unser eigenes Leben zu sehen. Damit verbunden ist auch das Zeitempfinden. Statt im Maßstab von Sekunden, Tagen und Monaten zu denken, sollten wir unseren zeitlichen Horizont erweitern und Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende in den Blick nehmen. Für dieses langfristige, nachhaltige Denken, das über die Dimension der menschlichen Existenz hinausgeht, verwendet er den Begriff der Tiefenzeit, die ein anderes Verständnis von Demokratie erfordert. Die repräsentative Demokratie würde zu kurzfristig in Wahlperioden denken, auch ist sie dem Einfluss von Interessengruppen ausgesetzt. Wir behandeln die Zukunft Krznaric zufolge wie ein fernes Land, in dem keine Menschen leben. Auch kritisiert er, dass die meisten Politiker und Politikerinnen viel zu sehr damit beschäftigt sind, auf aktuelle Schlagzeilen zu reagieren oder den neuesten politischen Trends hinterherzulaufen, als dass sie einmal die Pause-Taste drücken und Zeit darauf verwenden würden, aus der Vergangenheit zu lernen. In diesem Zusammenhang wird auch das Kathedralendenken angeführt. Es betrifft Projekte, deren Vollendung jenseits der Lebensspanne derer liegt, die sie begonnen haben. Zu den angeführten Beispielen gehören Udasta, das Münster von Ulm, Bauzeit über 500 Jahre, die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung des Frauenwahlrechts oder das Denken in 7 Generationen, bekannt aus indigenen Traditionen. Um mehr Kathedralendenken zu entwickeln, braucht es Bewusstsein für Endlichkeit und Dringlichkeit, Gefühl der zeitlichen Bescheidenheit, der Mensch als Wimpernschlag der Geschichte, Aufbau langlebiger Strukturen und Geschäftsmodellen, die nachhaltig, flexibel und innovativ sind, Kontakt mit den langfristigen Zyklen der lebenden Welt, Legacy Mindset, der Wunsch, von der Nachwelt in guter Erinnerung behalten zu werden, Nachhaltigkeit, nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde auf natürliche Weise regenerieren kann, Ausschöpfen des Potenzials der Gegenwart und dem Erkunden der Zukunft, Vermächtnismentalität entwickeln, das eigene Leben als Aufgabe begreifen, Veränderung der Wahrnehmung der Zeit. Das Kathedralendenken muss allerdings auch von den SDG-Ansätzen und der nachhaltigen Transformation begleitet werden.
Der Astronom Carl Sagan schrieb, dass jede Gesellschaft ein Telos braucht, das sie leitet, ein langfristiges Ziel und ein heiliges Projekt. Wie sich die Ereignisse künftig entwickeln, lässt sich nicht planen, doch ist es sinnvoll, sich rechtzeitig Gedanken über das zu machen, was auf uns zukommen könnte und welche Herausforderungen zu lösen sind. Nachhaltige Einsichten aus den letzten 1000 Jahren der Weltgeschichte. Die wichtigste und eigentliche Aufgabe der Geschichte besteht darin, die Menschen durch das Wissen über vergangene Ereignisse zu belehren und sie zu befähigen, sich in der Gegenwart umsichtig und in der Zukunft vorausschauend zu verhalten, schreibt Thomas Hobbes im Vorwort zu seiner Übersetzung von Der Peloponnesische Krieg des Thukydides von 1628. Geschichte trägt nicht nur dazu bei, die Vergangenheit zu verstehen, vielmehr ist sie auch ein Weg, unsere Beziehung zur Zukunft neu zu gestalten. Es werden Erkenntnisse und Inspirationen aus den letzten 1000 Jahren Weltgeschichte vorgestellt, die dazu beitragen können, die dringlichsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Dazu gehören Risiken durch künstliche Intelligenz und Gentechnik, wachsendes Wohlstandsgefälle, Wasserknappheit und Wasserkriege, ökologischer Zusammenbruch. Im Buch geht es beispielsweise um die Frage, was wir aus der Geschichte der Sklavenaufstände über die Macht der Rebellion im Kampf gegen die Klimakrise lernen können, oder wie das Verständnis der Ursprünge des Kapitalismus Ideen für die Kontrolle künstlicher Intelligenz hervorbringen könnte. Oder was wir vom Japan des 18. Jahrhunderts für regeneratives Wirtschaften lernen können, Kreislaufwirtschaft in der japanischen Stadt Edo, ebenso wie die Kaffeehauskultur des georgianischen Londons den kritischen Blick auf soziale Medien schärfen kann, um die Spaltung unserer heutigen Gesellschaft zu überwinden. Die Zähmung sozialer Medien befasst sich auch mit Gutenbergs Druckerpresse, die auch das Feuer der Polarisierung, Verfolgung und Gewalt anfachte, wie Technologie der sozialen Medien, bevor sich Krznaric mit der Polarisierung befasst. Interessant sind auch die Verbindungen der jamaikanischen Sklavenkriege und der Extinction Rebellion oder der Lebensmittelrationierung im Zweiten Weltkrieg und der nachhaltigen Wirtschaftsweise im Tokugawa-Japan. Viele Texturen der Vergangenheit werden zu einem Muster verwoben, das uns ein positives Gesamtbild vermittelt, das uns in die Zukunft weist. Die Geschichte ist kein Hellseher, sondern ein Berater. Sie ermutigt uns, neue Fragen zu stellen und zu erkennen, dass andere Wege möglich sein könnten, so Krznaric. Sie kann uns daran erinnern, wie wir uns in der Vergangenheit mit gesellschaftlichen Herausforderungen und Krisen auseinandergesetzt haben. Sie kann verschiedene und vergessene Formen der Gesellschaftsorganisation aufzeigen, sowie Wurzeln der heutigen Ungerechtigkeiten und Machtverhältnisse entlarven. Das Buch Roman Krznaric, 10 Lektionen aus der Geschichte für die drängendsten Fragen unserer Zeit. Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. Dumont Verlag, Köln 2025. Der Sozialphilosoph. Roman Krznaric zeigt in seinem neuen Buch, dass die Vergangenheit nicht nur vor Fehlern warnt, sondern wertvolle Orientierung für die Zukunft bietet. Er argumentiert, dass die Menschheit zurückblicken muss, um vorwärts zu kommen. Denn frühere Generationen haben nicht nur Tragödien erlebt, sondern auch Ungerechtigkeiten überwunden und Krisen gemeistert. Krznaric plädiert für ein langfristiges Denken, die sogenannte Tiefenzeit, die Jahrhunderte und Jahrtausende umfasst. Damit verbunden ist eine Tiefendemokratie, die Entscheidungen im Interesse kommender Generationen trifft. Das Konzept des Kathedralendenkens steht dafür, Projekte zu beginnen, deren Vollendung weit in der Zukunft liegt. Dazu gehören Bewusstsein für Endlichkeit, Nachhaltigkeit, der Wunsch, ein gutes Vermächtnis zu hinterlassen, sowie neue Formen kollektiven Handelns. Geschichte dient nach Krznaric als Inspirationsquelle, um aktuelle Herausforderungen wie KI-Risiken, ökologische Krisen, soziale Ungerechtigkeit oder politische Spaltung zu bewältigen. Er verknüpft historische Beispiele, etwa Sklavenaufstände, die Edo-Kreislaufwirtschaft oder Gutenbergs Druckerpresse, mit heutigen Problemen wie Klimakrise, KI-Kontrolle oder Social-Media-Polarisierung. Geschichte kann keine Zukunft voraussagen, aber sie bietet Orientierung, erweitert Vorstellungskraft
und zeigt alternative Wege gesellschaftlicher Organisation. Sie ist ein Berater, der uns hilft, aus der Vergangenheit Hoffnung und Handlungsoptionen für die Zukunft zu schöpfen.